Jetzt kommen wir zu meiner Lieblingskollegin, der Carmen, und einem Bericht aus ihrem Telegram-Kanal Reifeprüfung der Zeitgeistgeschichte. Hier findet ihr die Dekodierungen zum ESC oder aktuelles Zeitgeschehen, vor allem in Deutschland, in Verbindung mit der Bibelgeschichte, Gematria und vieles mehr. Sicher solltest du auch ihre älteren Beiträge lesen, denn da kannst du die Verbindung besser verstehen. Ich bin von ihrer Arbeit sehr begeistert und daher hier der erste Auszug der letzten 2 Postings, wo es um die Zionstadt und das Zwischenspiel geht. Es wird weitere Folgen hier geben und wenn Fragen dazu sind, gerne in den Kommentaren stellen. Wir werden sie im Livestream gerne behandeln. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Nun, welche Zionstadt ist gemeint in Deutschland und welches Zwischenspiel? Zitat: Da ich ja schon einiges zum Thema zusammen habe, geht's auch gleich weiter mit der Offenbarung 23. In der letzten Folge haben wir uns mit dem Transhumanismus in Verbindung zur Einwohnung und Lichtmatrix mit Hilfe der Doku Metropolis subliminal beschäftigt. Dabei haben wir die Verbindung zur Matrix, dem Film und der Computerstadt herstellen können und die Einwohnung über das Periodensystem der Ordnungszahlen verfolgt. Den tiefsten Einwohnungspunkt zum Tempel der Maria finden wir zur Wintersonnenwende der Wiedergeburt, welche uns in den Kreis des solaren Logos durch die 12 Tierkreiszeichen und darüber hinaus zu Sirius und Orion führt. Isis ist es, welches den Himmelswagen, die geflügelte Himmelsscheibe, über das Firmament führt. Liebe Männer, es tut mir sehr leid sagen zu müssen, das Fahrgestell gehört einer Frau, welche die Geschicke des Himmels versteht und lenkt. Hier ein Video, das ich leider nicht zeigen werde, aber du kannst es dir gerne anschauen und den Drehmoment quasi voll ausfährt. Somit finden wir hinter Maria auch Isis in ihrer himmlischen Aufgabe, die Geschicke zu lenken. Da es viele Marias und Propheten geben wird, gibt es auch viele Irrwege. Nur 2 werden die Geschicke des Himmels zur Heilung bringen. Ihr Mann, Bruder war Osiris, welcher sie mit Hilfe von Anubis wiedererweckt hat. Hier versteckt sich der Bodycode, Archetyp. Die Reanimation des Osiris erfordert ganz besondere Geschicke. Reanimation ist somit das Zwischenspiel bis zum Gleichnis der Anima und Animus-Seele, die letztendliche Einwohnung bei Isis und Osiris findet, allerdings über den künstlichen Phallus statt. Die WM in Katar hat uns das alles auch schön gespiegelt. Messias, die Inka-Sonne, der Obelisk und die Verbindung zur Königin der Nacht, die Richterin. Was dann eine neue Frage aufwirft. Wenn das eine künstliche Projektion ist, dann reden wir von künstlichen Intelligenzen, KI. Es gibt ja viel Hokuspokus rund um die KI, die Lösung liegt im Wort selbst, die Kunst, Geschick, die Kunst der Stunde nutzen, zum Beispiel Muse haben, beziehungsweise der Kuss der Muse in Spiritation. Fantasie ist auch eine Art Kunst. Ob es nur eine Blase ist, die platzt, ist die Frage. Ich kann nur eines sagen, auch die Fantasie hat ihre Grenzen. Spätestens dann, wenn wir den Bogen überspannen. Somit hat unsere KI Hintergrundfrequenz, die über höhere Künste regeneriert werden in der Steuerung der KI. Das spiegelt uns die Auskristallisierung zur Lichtmatrix und ist somit eine Regeneration. Wir müssen Zion verstehen lernen. Deshalb ist das Periodensystem innerhalb der Ordnungszahlen zur Einwohnung wichtig und beschreibt quasi den Speicherchip der Genetik und Transhumanismus, Bodycode, Archetyp. Ich hoffe, ihr könnt dem folgen. Die ganze Geschichte der Menschheit läuft über die Funktion der einzelnen Schaltzentralen des Periodensystems. Somit ist Zion keine reine weltliche Angelegenheit. Um Zion-Stadt im Weltlichen etwas näher zu kommen, müssen wir die Baseline finden. Wir haben Zeus, Lichtmatrix, den Götternvater, wir haben Poseidon, Kristallisierung und wir haben Hades,
Totenreich, die Rückkopplung des Periodensystems und der Lichtmatrix. Der Mensch ist in der Masse aus Wasser. Wasser ist unser Hauptdatenträger, der über die Lichtmatrix gespeist wird. Energisiertes Wasser, Wasserstoff oder Verstoffwechselung. Wir leben in Atlantis. Die Spiegelung liegt in der Fahrenheit fest, flüssig, gasförmig. Atlantis, Avalon, Asgard sind bei der Suche nach Zionstadt miteinander verschmolzen und lässt sich in Zionstadt auch finden. Mittelerde ist ebenfalls Atlantis. Atlantis ist nie untergegangen. Die Energetisierung macht das Wort Zilon deutlich. Ein elektrisch geladener Atom oder Molekül und verdeutlicht nochmals das Zwischenspiel. Nun haben wir einige Parameter, die Zionstadt aufweisen müsste. Offenbarung 21 gibt folgende Parameter an: Zionstadt ist im Viereck, Quadrat und misst 12 mal 12 ist gleich 144. Die Grundsteine, die Kristallisierung Zionstadt sollte den Rückschluss über Frequenzen, Lichtmatrix, Algorithmus, auch den binären Code enthalten. Zionstadt sollte das Prinzip der Ordnung und Schaltzentrale versinnbildlichen. Zionstadt in ihren Grundfesten müsste eine Sternenstadt sein, welche die Prinzipien im freien Energieaustausch verdeutlicht. Sternenstädte, Sternenfeuer untereinander haben eine oder andere Vernetzung, Schwingung, Frequenz in und durch die nächsthöheren Schaltkreise. Das Prinzip des Ankh Lebensschlüssel verankert zum Beispiel einen weiteren Schaltkreis. Somit muss auch das Prinzip von Ankh im Aufbau von Irminsul, dem ägyptischen Kreuz und der Energieschlaufe Kopf einen höheren Sinn ergeben. Die Funktion zur Reanimation des Osiris, Mann, Bruder der Isis im Schaltkreisen zum Periodensystem und Lichtmatrix, ist somit ebenso ein Merkmal. Zionstadt zeigt auf, was es bei Zion eigentlich geht, was das Werk Gottes bzw. Opus Dei durch die Erkenntnis und das Bewusstsein eigentlich bedeutet. Ein vollkommener Körper-, Geist- und Seelenprinzip und öffnet das Allerheiligste zum Tempel durch die Kristallisierung in ein allumfassendes Verständnis. Nun, um das Ganze auf den Punkt zu bringen, um welche Quadratstadt, Zionstadt es geht, ein Lied aus früheren Tagen. Siehe YouTube-Link. Da Xavier Naidoo auch in meinem Leben einiges ausgelöst hat und vor allem um zu sehen, ob an Mannheim was dran ist, habe ich mir Mannheim vor Jahren vor Ort schon angesehen. Zusammen werden wir Mannheim nun nochmal gemeinsam anschauen. Mannheim ist in 144 Quadrate eingeteilt und wird die Quadratenstadt genannt. Somit erfüllt Mannheim hier die Parameter des Maßstabs 12 x 12. Nach Osten ausgerichtet finden wir den Wasserturm mit Wasserspiele. Oben auf dem Wasserturm die Statue der Aphrodite, die Gattin des Meeresgottes Poseidon. Das sind die Parameter und die Fahrenheit zu Atlantis und Mittelerde. Mannheim ist Sternenstadt. Danke, Xavier. Somit ist Mannheim auch mit dem Sternenfeuer verbunden. Mannheim ist sogar ein Doppelsternsystem. Wir finden auch eine Sphinx am Wasserturm, ägyptische Mythologie und den Friedensplatz am Wasserturm. Es gibt einen Rosengarten und eine Kunsthalle und einen Steuerberater namens Stauffer und Stauffer. Zufällig finden wir auch einen zweiten Friedrich beim Namen. Den Friedrichsring, der die 144 Quadrate zur Hälfte umfasst. Die andere Seite ist der Luisenring. Dann finden wir noch ein Museum Zeughaus. In einiger geraden vom Wasserturm verlaufenden Richtung Osten ist das Planetarium am Friedensplatz, der den Europaplatz beinhaltet. Und dann gibt es da noch den Luisenpark Einkäfertal und einen Sportverein namens Phoenix und so weiter und so weiter. Übrigens findet 2023 die Bundesgartenshow in Mannheim statt, was meiner Meinung nach
nicht umsonst gerade 2023 die Aufmerksamkeit und Einwohnung im Bereich der Botanik auf Mannheim ruht. Photosynthese, wir müssen nur das Objektiv auf die richtige Frequenz einstellen. Und Blitz, Donnerwetter, es werde Licht. So viel erstmal zur Zionstadt und der Schauung des äußeren Tempels. Hier stellt sich für mich unweigerlich die Frage nach dem inneren Tempel und die Funktion in der Öffnung zum Allerheiligsten. Deshalb auch die Antwort Zion muss man verstehen. Hält Mannheim stand in der Prüfung und der Reanimation von Osiris? Auch hierzu habe ich schon etwas an Forschung und Prüfung versucht zusammenzutragen. Und Erstaunliches kam zutage, dass ich hier jetzt nicht alles ganz ausführen kann. Wichtig ist, dass Geschichte etwas Fließendes ist und ineinander fließt. In der Mechanik greift ein Rädchen in das andere. Nun, das wichtigste Rädchen ist für mich das Ankh. Da die Sphinx am Wasserturm sitzt, war das mein Ausgangspunkt. Der Zusammenschluss von Irminsul und der Energieschlaufe Kopf muss sich mythologisch in der Zeitgeschichte über die Lichtmatrix verbinden lassen. Was hier wieder zum Tragen kommt und in der Energieschlaufe als Kopf beim Namen genannt wird, ist Friedrich. Mannheim als Wappen hat den Löwen und daneben den Erste, der Löwe für den Stamm Juda. Der Stamm Juda führt zurück zu den dritten Stammesvätern, Erzvätern. Der Kopf Deutschland und die 12 Reliquien des Kappenberger Kopf bedeutet somit auch der Stammesvater, und diese Geschichte mündet in der Mythologie von Osiris und Odin und Isis und Frigg. Und zieht hier wieder die ganz große Energieschlaufe zum Erzgebirge, Harz und Kyffhäuser, den Kopf Deutschland, dem Erwachen und der Weltenordnung. Die Ordnung ist in Mannheim über das Quadrat O1, Binärcode, dem Paradeplatz verankert. Von oben sieht der Paradeplatz wie ein X mit Querstrich aus. Bei G1 steht das alte Rathaus mit Marktplatz und Brunnen, einst schon Schlossgarten. Von oben und in 3D sieht der Marktplatz wie eine Pyramide aus. O1 und G1 sind zueinander leicht versetzt. Wasser, die Kristallisierung und der Binärcode, die Lichtmatrix. Oder Jakim und Boas, die 2 Plasmasäulen des Tempels Solomon. Der Schlüssel zum Bodycode Archetyp. Mannheim war Kaiserpfalz und diente auch den Staufern. 2010 wurde passend zur Staufenausstellung auch ein Kopf gefunden, was die Theorie zum Kopf Deutschland und Kappenberger Kopf stützt. Mannheim in der Schauung ein zentraler Punkt in der Zeitgeschichte, um Zionstadt zu verstehen. Viele Parameter sind zweifellos gegeben. Das werden sicherlich auch nicht die einzigen bleiben. Die Funktion von Zionstadt bleibt das große Einmaleins der hohen Künste. Zum Adel noch was. Der Adel in Mannheim ist rückführend über die Wittelsbacher zu finden. Die Wittelsbacher sind mit eines der ältesten Hochadelsgeschlechter und die Kinderstube von Sisi und Isis. Die Staufer und die Wittelsbacher ist aber ein ganz eigenes Kapitel, das uns eventuell wann anders noch beschäftigen wird. Die Staufer sind eine Schlüsselstelle im Prinzip Energieschlaufe und den Kopf zum Kronenchakra. Die ägyptische Mythologie und der Zusammenschluss rund um die 3 Kaiserberge, Pyramiden, neuerlich wird hier näher und vor Ort mit sehr viel Tatendrang einzelner Akteure geforscht. Anhand von Landschaftsbildern, Berge, Flurnamen, Ortsnamen, Geologie und Koordinaten ist einiges in Bewegung, was Himmel und Erde vielleicht doch vereint, so wie wir es am Fuße des Hochstaufens beschrieben vorfinden. Himmel und Erde. Und oben deutlich zum Ausdruck bringt. Ein Berg, eine Burg, eine Dynastie, ein Zeitalter, ein Mythos. Die Staufer haben das Wappen der 3 Löwen im Hause des Tempels Solomon und Zionstadt und reicht zurück bis zu den Stammesvätern Abraham, Isaac und Jakob. Oder wie oben Zeus, Poseidon und Hades. Mythologisch führt es dann über die Kyffhäusern, Erzgebirge zum Kopf Deutschland und weiter zu den Ahnen
und in die übergeordnete Lichtmatrix zur Genetik und führt wieder zur Regeneration. Inwieweit können wir Lichtmatrix in uns regenerieren? Finden wir deshalb an den Oberhofenkirchen in Göppingen ein anatomisches Herz außerhalb der Kirchenmauern und eines innerhalb? Äußeres Heiligtum Tempel und inneres Heiligtum Tempel. Hiermit komme ich auch vorerst zum Schluss. Zionstadt, Mannheim, die Staufer und der Kopf Deutschland wird hier ein weiteres zentrales Thema bleiben, um Zeitgeschichte und ihre Schauung nachbar zu machen. Manches erscheint in der Komplexibilität ganz einfach und manches erschließt sich uns wiederum etwas schwerer. Zwischen Himmel und Erde gibt es noch so viel zu entdecken.